Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute baue ich die Drehkonsole in den VW T4 ein und ich bin mal gespannt, wie es geht. Ich werde wahrscheinlich das Untergestell auch rausnehmen, um zu gucken, ob da irgendwo Rost ist oder sowas, und werde jetzt anfangen. Ich zeige euch jetzt mal die Konsole und freue mich schon, wenn die eingebaut ist, wenn das alles so klappt, wie ich möchte. So, da ist das gute Stück. Ja, kommt hier vorher, daher. Und das werde ich jetzt einbauen. Hat eine ABE, das wollte ich, und das Ganze wird sich hoffentlich gut machen lassen. Die Schrauben gibt es auch dazu, also eigentlich dürfte nichts schief gehen. Bei mir war hier hinten noch so ein Blech verbaut und das hat der Vorbesitzer mal eingebaut. Das konnte ich jetzt erstmal auch dann danach entsorgen, denn ich will den Platz darunter anders nutzen. So, der Quatsch ist schon mal raus. So, vorne die Torx-Schrauben raus. Das ist ein Torx, 45er Torx. Wo ist? Da. So, das ist die Schraube. So, jetzt kann der Sitz nach vorne rausgezogen werden. So, hier ist das. Hier seht ihr den Sitz, den habe ich einfach abgezogen. So, jetzt kommt man hier überall gut ran. Und jetzt kann man den Rest abschrauben. So, jetzt werden die vorderen Schrauben abgeschraubt hier. Auf beiden Seiten. So, Sitz nach vorne. Und jetzt die hinteren Schrauben. So, jetzt kann man das einfach abheben. Und hier ist der Rest. So, ich nehme jetzt auch noch die Schrauben ab da, damit ich gucken kann, also die in den Ecken hier, und nehme das Sitzgestell runter, um zu sehen, ob das da rostet, weil das sieht da schon an der Stelle nicht gut aus. Das mache ich mit einem 15er und los geht's. So, jetzt kann ich den abnehmen und schauen, ob hier Rost drunter ist. Aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Kein Rost da. Das ist ja schon mal positiv. Jetzt werde ich das hier innen ein wenig entrosten und wieder lackieren, weil das gefällt mir nicht. Und diese Halterung hier unten werde ich rausflexen, die brauche ich auch nicht. So, das Untergestell habe ich entrostet und habe die Brücke da unten rausgeflext, die Halterung. Und das Ganze ja, sieht jetzt wieder sehr, sehr schön aus und muss im nächsten Schritt lackiert werden. So, der ist jetzt wieder lackiert und vollkommen in Ordnung und kommt hier wieder drauf. So, da habe ich ein bisschen Fluidfilm, ja, ein bisschen auf die Verbindungsstelle gesprüht, damit das da ein bisschen konserviert ist. Da kommt ja sonst nichts dran. Die Schrauben sind auch entrostet und alles, also auch einwandfrei. Kommen hier wieder drauf. So, jetzt sieht es alles wieder sehr, sehr gut aus.
So sieht es jetzt wieder aus, wie aus dem Laden. Die andere Seite auch. Also, so habe ich mir das vorgestellt. Vorsichtig. Ist ein bisschen schwer. Passt drauf. Jetzt müssen wir den verstellen. 45 Grad. So, dann kommen wir hier an die Schrauben ran. Und dann nehmen wir die Senkkopfschrauben, die 25er. Und schrauben die hier ein. Ich werde ein bisschen Loctite dran machen, dann hält das besser. 2,43. Reicht. So. Das haben wir schon mal drin. Die Konsole wäre damit eingebaut und jetzt muss der Rest natürlich noch montiert werden. Sitz wieder hier rauf. Loctite hier rauf. So, festschrauben tue ich nachher. So, zum Schluss wird der Sitz wieder angeschraubt. Gucken, wo das Loch ist. Da. Das geht mit einer Hand natürlich schlecht, aber mit zwei Händen geht das besser. Funktioniert super. Uah, Scheiße. Das geht so leicht. Ich bin gleich umgefallen. Ja, einmal frei. Hervorragend, gefällt mir. So, geschafft. Ja, wenn ich mich jetzt hier drehe, seht ihr den Stuhl, den Sitz. Es ist einmal frei. Also ich kann nur sagen, ja, super Geschichte. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.